Fans können sich auf jeden Fall auf einen extrem fetten Sound freuen. Da haben wir diesmal wirklich versucht, alles rauszuholen. Vor allem dank Matze und die Kollaboration mit Sky. Wir haben viel Zeit investiert, keine Mühen gescheut. Es macht wirklich Spaß, wenn man mit einer Band zusammenarbeitet, die einen professionellen Anspruch hat, die auch vorwärts gehen wollen und die vor allem technisch gesehen halt wirklich auf einem hohen Niveau spielen. Die Art und Weise, wie das Songwriting dieses Mal gestaltet wurde, hat sich verändert. Deshalb ist der Stil wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Er ist definitiv anders geworden. Ich denke, was am allermeisten Überraschung gefallen wird, ist die Kraft, die in der Musik jetzt steckt. Ja, gute Mischung. Man mischt so ein bisschen. Und ich glaube, das ist das mit dem Album ganz gut gelungen. Natürlich bleibt der Death Metal im Vordergrund, aber wir haben viele Einflüsse dabei. Also Betrayal ist für mich keine Festlegung auf irgendein Genre, sondern auch viel Mischung von verschiedenen Musikrichtungen und verschiedenen Styles. Das, was ich finde, was dieses Mal ein bisschen anders ist, ist auch, dass es in Hinblick auf Live-Performances geschrieben wurde. Also für mich als Hörer sind da jetzt mehr Parts dabei, bei denen ich live dazu abgehen würde. Das wird so geil! Ich glaube, der Stil vom neuen Album ist allein deswegen schon etwas anders als das vom Vorgänger, weil unser Hauptsongwriter die Band verlassen hat. Ein Einfluss selbst aus der Band, würde ich sagen, ist natürlich der Alex, der einen Großteil vom Songwriting jetzt übernommen hat. Ich denke, das hört man an der Kombination aus Gitarren und Lyrics. Ich denke, es ist abgesehen von einem klassischen Death Metal Einfluss an Thrash angelegt, auch hier und da vielleicht ein bisschen an Black Metal angelegt. Ist aber auch so, dass das ein bisschen mit Richtungen oder Melodien gespielt wird, die man so eigentlich eher nicht erwartet in der Musik. Ja, wir haben ganz überraschend auch ein bisschen leicht funkigen Part mal reingebaut. Ja? Es wird ein bisschen progressiv auch an der einen oder anderen Stelle, aber nicht so, dass es schon anstrengend wird. Genauso, dass man sagt, hey, auch mal schön, cool. Ich denke, die Abwechslung wird es bei dem Album auch nochmal ausmachen. Dass wir uns keine Grenzen setzen, was das Songwriting angeht und versuchen einfach das zu repräsentieren, was wir an der Musik selbst gut finden, was uns gefällt und das in die Songs zu packen. Der Matze ist ein guter Kumpel über die Jahre geworden, der auch den einen oder anderen leichten Einfluss auf die Band hat. Dann machen wir doch so einen Chord oder Und wenn der eine Idee hat, dann kommt die auch rein, ne, wenn wir sie cool finden. Also der wirkt auch etwas mit. Und das passiert natürlich erst im Studio. Entweder so oder dann, wenn du beim letzten Mal diesen hoch. Ich finde das eigentlich cool. Eigentlich ganz geil. Weil wenn du jetzt noch das Wort hast. Wollen wir quasi links, rechts so verschiedene machen, ne? Ja. Beim alten Album war die Herangehensweise vielleicht ein bisschen anders, wie die Songs entstanden sind. Und diesmal war es wirklich so, dass verschiedene Ideen zusammengeworfen wurden und sich der Song auch so ein bisschen hier im Studio entwickelt hat. Hier waren die Songs nicht im Vorfeld komplett safe, also die waren noch nicht komplett geschrieben und komplett durchgeplant, sondern es waren eher Songentwürfe, mit denen wir ins Studio gegangen sind und die dann ausgefeilt haben. Und ich bin eben dann dazu gekommen, als wir beim Ausfeilen waren und habe dann den ein oder anderen Part mitgeschrieben oder umgeschrieben mit Alex zusammen, habe da ein Solo verfeinert, da ein Solo dazu geschrieben. Insgesamt ist es eher so ein Produkt, was, glaube ich, von allen kommt. Mittlerweile ist es so, dass Alex mit dem Grundgerüst eben kommt, sein Konzept uns vorstellt und wir daran arbeiten. Das heißt, ich schaue, dass ich die Drums darauf anpasse. Ich hole mir dann immer auch Feedback, ob das seiner Vorstellung von dem Song entspricht, weil wenn er mit einem Riff kommt und ich das zum ersten Mal höre, kann das bei mir ganz anders wirken, als das, was er sich ursprünglich eigentlich dabei gedacht hatte. Ausgezeichnet hat er das gemacht. Wollen wir das jetzt nochmal aufnehmen? Wir machen das nochmal. Jetzt guckt er mich wieder so beschämt an. Jetzt hat er wieder Mitleid mit mir. Ich fand es auf jeden Fall cool, dass es
eine Kollaboration war. Ja? Es hat jeder was beigetragen, jeder hat seine Meinung geäußert. Okay. Gibst du nochmal? Das macht er die ganze Zeit. Und am Schluss heißt, sie haben ja so lange gebraucht beim Aufnehmen. Das Infinite Circles war ja ein Konzeptalbum und da ging es musikalisch eher darum, dass die einzelnen Parts, die drin sind, die Story wiedergeben und so ein bisschen diese Handlung halt einfach tragen. Und dieses Mal, ja, sind die Songs immer mal wieder zwischendurch entstanden bei Sachen, die ich vielleicht irgendwo aufgeschnappt habe. Es handelt sich im Großen und Ganzen immer um Probleme, die man so vielleicht mit sich rumträgt oder mit sich rumtragen kann. Ob es innere Ängste sind, ob es Schreibblockaden sind, ob es Depression ist. Es sind aber auch Texte dabei, die diesmal damit nichts zu tun haben. Ja, wir haben zum Beispiel einen Text, der stark von Es, von Stephen King inspiriert wurde. Im Endeffekt sind die Songs auch erst beim Recorden so wirklich fertig geworden. Rhythmisch bleibt so, ich würde nur am Schluss auf einer Höhe bleiben. Cut off my fingers! Cut off my fingers! Wir haben ja wirklich viele Recording-Tage gehabt, gerade für Schlagzeug, weil wir da sehr perfektionistisch gearbeitet haben. Da Matze ja selbst Schlagzeuger ist das eine ganz interessante Kombination. Hier und da hatte ich immer wieder von dem Input auch tatsächlich gewollt, was Fill-ins angeht, Übergänge etc. Und wir haben viel probiert. Wir haben 2 Ridebecken benutzt und 2 Hi-Hats benutzt, um das schön stereobildmäßig aufzublasen. Wenn man einfach selbst als Musiker merkt, dass da einfach so viel Herz drin steckt, aber auch so viel Technik, um das rüberzubringen, passiert es halt auch mal, dass du irgendwie in einem Death-Metal-Song eine Kuhglocke drin hast, weil es einfach zu einem Blues-Tonleiter-Solo passt, so auf die Art, ne? Also wir haben uns öfter auch mal wirklich hingesetzt und lange erstmal den Song gehört, verschiedene Ideen entwickelt und dann haben wir es ausprobiert. Wir hatten einen Recording-Tag, da haben wir glaube ich 5 Stunden aufgenommen und in diesen 5 Stunden haben wir effektiv 30 Sekunden aufgenommen. Also wir hatten so viel rumprobiert, dann irgendwann war der Tag vorbei. Die Herausforderung war auf jeden Fall, es so kompakt, aber trotzdem so groß wie möglich klingen zu lassen. Also wir haben, keine Ahnung, ich glaube 20 Mics an den Drums gehabt und haben wochenlang nur Drums aufgenommen und jetzt nicht, weil der Manuel, der Schlagzeuger, schlecht wäre, sondern weil wir wirklich versucht haben, so die absolute Essenz einzufangen und den Sound einzufangen, den wir in unserem Kopf hatten. Wir wollten natürlich auch gesanglich im Vergleich zum letzten Album uns einfach weiterentwickeln. Also ich wollte mich persönlich natürlich weiterentwickeln und Matze wollte auch was anderes liefern. Also war da auch so ein bisschen eine Anspannung dabei. Im Nachhinein kann ich sagen, die Gitarren haben richtig Bock gemacht, haben mich persönlich richtig weitergebracht. Beim Gesang kann ich genau das Gleiche sagen, aber es hat mich wirklich viel gekostet. Es war sau anstrengend. Ich habe von meinen Bandkollegen hier eine tolle kleine Snare geschenkt bekommen zum drauf rumhauen, wenn ich sauer bin. Und die habe ich auch wirklich oft benutzt und oft missbraucht. Ja, und jetzt habe ich wieder Laid Back gemacht. Und ich bin aber im Nachhinein auch wirklich sehr glücklich über das Ergebnis. Wir nehmen hier unser Album auf. Weil Unleash the Sound eigentlich mit Abstand das beste Studio ist für die Art von Musik. Also auch für mich als Musiker ist das sehr inspirierend, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil er so ein bisschen das Beste aus mir rauskitzelt, auch wenn ich manchmal nicht denke, dass das so passieren könnte, wie es dann passiert. Ja, guck mal, dass du auf dem Creature noch ein bisschen tighter reinkommst, okay? Ich gib's dir nochmal. Das ist wirklich ein Punkt, der mir wichtig war. Ich bin jetzt beim letzten Album und auch bei diesem Album definitiv gewachsen. Gibt's dazu nachher, hä? Aber aus, komm ich da rüber. Für mich funktioniert es einfach. Es ist hier eine super geile Atmosphäre. Ich finde, er hat ein mega geiles Studio hier aufgebaut. Und man merkt bei Matze einfach, dass der mit Herzblut bei der Sache ist. Für die Band, glaube ich, auch sehr wichtig, jemanden zu haben, der ein bisschen am Album mitwirkt und zu dem wir Vertrauen haben. Und Matze hat eine gute Art, wie er das Maximum aus einem rausholen kann. Spiel das mal langsam, kurz. Ja, wir kommen
verabreden. Das wird funktionieren. Es wird funktionieren! Man muss ja bedenken, wie viele Stunden wir hier drin verbringen. Wir sind ja jetzt ein Dreivierteljahr hier im Studio gewesen. Ich meine, nicht jeden Tag und nicht durchgängig, aber es gab schon Wochen, da war ich fast jeden Tag hier. Und wenn das zwischenmenschlich nicht passen würde, würden wir das nicht machen. Jetzt kommt er mit der Slow-Mo. Ja, auf Slow-Mo hört doch das Album keiner. Nee! Schallplatte, ja. Ich hatte neulich ein Gespräch mit jemandem, den ich kenne. Hat gesagt, hier, wie läuft's mit dem Album und so. Gemeint, ja, ich hab schon aufgenommen. Ja, wie machst du das? Ja, ich nehme meinen Part auf, ne? Und dann war's das. Dann hat er gefragt, ja, und ja, das war's dann. Wenn jetzt der Rest von der Band nicht mit zufrieden ist, was du so aufgenommen hast, dann habe ich gesagt, die sind zufrieden, weil ich habe mal Matze aufgenommen und die wissen, der Matze, wenn der zufrieden ist, wissen sie genau, der hat's Maximum rausgeholt und geiler wird's nicht. Wir haben richtig viel Arbeit reingesteckt. Vom Sound her ist es bombastisch geworden. Klingt fett. Es klingt einfach fett. Ja, hört's euch an.